Wo wir heute geschlafen haben, also mitten im Nichts. Hier ist echt nichts, aber gestern haben wir neben den Kühen geschlafen und heute neben den Schafen. Kann ich nicht empfehlen, die riechen. Die sind ein sehr einschüchterndes Publikum, weil sie einfach einen nur anstarren bei allen morgendlichen Tätigkeiten. Und außerdem sind da noch 2 Hunde. Deswegen komme ich nicht näher an die Schafe, weil ich einfach Angst habe. Die Hunde sind nämlich nicht eingezäunt. Und gerade waren hier noch 2 andere Hunde, die 2 besucht haben. Die ganze Nacht haben hier in der Gegend Hunde gebellt. War nicht schlimm, wir konnten trotzdem gut schlafen. Aber es ist erstaunlich, wie viele Hunde hier so leben in diesem leeren Gebiet. Wir wollten irgendwo hin, wo Bäume sind. Und die einzigen Bäume sind hier diese Büsche und mehr wächst hier nicht. Also das sind die einzigen, hauptsächlich 2 Arten. Auch wenn die Gegend nicht viel Charme hat, können wir die Schönheit des Morgens nicht übersehen. Wir haben viel bessere Laune als gestern und stürzen uns voller Hoffnung in den neuen Tag. Wir kommen in die Stadt Hunedoara, auf Deutsch Eisenmarkt, und parken neben einem großen Stromaggregat. In Hunedoara auf einem großen Felsen steht eine Burg, die genauso heißt wie die Stadt. Sie wird aber auch Burg Corvinus genannt. Erbaute sie niemand anders als der uns schon bekannte Johann Hunyadi, und von hier regierte er. Hunyadi hatte einen Sohn, Matthias Corvinus, der später zum König Ungarns und Kroatien wurde, und in der Zeit war Transsilvanien ein Teil Ungarns. Corvinus kommt von dem Wort Corvus, das auf Latein Rabe bedeutet. Rabe befand sich auf Hunyadis Wappen und erhielt einen goldenen Ring im Schnabel. Die Legende sagt, dass Hunyadis Mutter hat mal den König Sigismund sehr beeindruckt. So sehr, dass sie ein paar Monate später entdeckte, dass sie ein Kind trägt. Sie benachrichtigte den König und er beschenkte sie mit Gold und mit einem persönlichen Geschenk, einem goldenen Ring. Irgendwann sollte sie ihr großgezogenes Kind zu ihm schicken, mit dem Ring als Zeichen. Das Mädchen bot das Gold einem Adligen an, der sie heiratete, um ihre Ehre zu schützen. Sie brachte einen Jungen auf die Welt, den sie Johann nannte. Einmal spielte das Kind draußen und ein Rabe flog auf ihn zu und stahl den goldenen Ring. Die Mutter geriet in Panik und bat ihren Mann um Hilfe. Der war anscheinend ein guter Schütze und traf den Raben beim ersten Mal. So wurde der Ring zurückgewonnen und Johann Hunyadi als junger Mann kam beim König an und zeigte ihm den Ring. Der König, sein Vater, gab ihm Ländereien und einen Wappen, auf dem ein Rabe mit dem goldenen Ring abgebildet war. In Wirklichkeit ist es kaum wahrscheinlich, dass Hunyadi ein königlicher Sohn war, aber solche Legende macht ihn natürlich noch heldenhafter. König Sigismund hat aber den Drachenorden ins Leben gerufen. Ja, der Drachenorden existierte wirklich. Sein Symbol war der Uroboros, ein Drache, der eigenen Schwanz verschlingt oder sich selbst damit erwürgt. Zu dem Orden gehörten zum Beispiel der polnische König Jagiełło oder Heinrich V., König von England. Und zu dem Orden gehörte auch Draculas Vater, Vlad Dracul II., der sogenannte Vlad der Drache. Drache war auch auf dem Familienwappen abgebildet. So hat der Rabe gegen den Drachen gekämpft. Der Name Draculea, also Dracula, bedeutet Sohn des Drachen.
Da das rumänische Wort Drac Teufel bedeutet und sehr ähnlich ist, haben es einige als Sohn des Teufels verstanden. Und so wuchs die Legende um den Vlad Dracula III. Hunedoara ist eine der größten Burgen in Europa und man nennt sie ein der 7 Wunder Rumäniens. Eine Legende erzählt von einem Mönch, der für Spionage in einer Nische im Turm eingemauert wurde, wo er langsam starb. Sein Geist wohnt jetzt im Turm, weil Türme ohne Geister langweilig sind. Mit dem Brunnen ist auch eine Legende verbunden. Es gab hier 3 türkische Gefangene, denen versprochen wurde, dass sie befreit werden, wenn sie einen so tiefen Brunnen graben, dass sie Wasser erreichen. Das Problem war, hier gab es überall nur Felsen. Also haben sie ein Loch in den nackten Felsen gehauen. Nach 15 Jahren hatten sie 30 Meter nach unten geschafft und das Wasser schließlich gefunden. Man hat sie aber trotzdem umgebracht. Die Geschichte hat also kein glückliches Ende, wenn ein Ende nach 15 Jahren Felsenhauen überhaupt glücklich sein könnte. Bevor sie starben, haben sie eine Nachricht in die Brunnenwand eingeritzt. Sie lautete: Ihr habt vielleicht Wasser, doch ihr habt keine Seele. Klingt gruselig, doch die Nachricht, die man tatsächlich gefunden hat, war in arabischer Schrift und niemand hat sie damals verstanden. In Wirklichkeit stand da: Derjenige, der diese Inschrift geschrieben hat, ist Hassan, der als Sklave der Gyaurs in der Festung lebt. Natürlich wandern auch ihre Geister durch die Burg. Das waren eben harte Zeiten. Neben dem Kerker befanden sich hier auch Gruben mit Bären, wo man die Gefangenen reingeworfen hat, damit die Tiere sie fressen. Die Burg ist sehr schön und man fühlt sich, als ob man eine Zeitreise gemacht hätte. Die besondere Atmosphäre scheint einige Besucher zu inspirieren. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde
so manches liebe Wort. Dann hört es auf mit dem Text. Da Draculas Geschichte grausam und gruselig ist, wollen wir euch nicht mit den blutigen Details verschonen. Neben der Burg befindet sich ein Museum, wo man sehen kann, was mit den Gefangenen passierte. Wenn die Menschen in anderen Bereichen so erfinderisch gewesen wären, hätten wir den Mars schon längst kolonisiert. Dracula musste mal aus Walachei fliehen und suchte Schutz beim Hunyadis Sohn Matthias Corvinus, der in der Zeit schon auf dem ungarischen Thron saß. Dieser hielt ihn aber für einen Spion. Außerdem hörte er schon viele Beschwerden über Draculas grausame Taten. Er warf ihn also erstmal in einen Kerker, hier in Hunedoara. Man erzählt, dass da Dracula keine Menschen spießen konnte, tötete er zumindest Ratten oder Vögel. Vlad hatte aber Glück. Er fiel der Cousine des Königs Ilona ins Auge und sie brachte ihren Cousin dazu, Vlad zu befreien. Er hatte keine große Wahl und musste sie heiraten. Nach dem Hunedoara-Erlebnis haben wir Hunger und machen einen Halt in der Nähe an einem Bauschutt-Häufchen, die es hier überall gibt. Joanna macht uns eine kleine Zwischenmahlzeit. Senf mit Hummus, meine persönliche Erfindung. Mal sehen, wie das schmeckt. Soll ich noch Salami drauf klatschen? Also du hast ohne Hummus. Ich will auf jeden Fall noch eine Salamischeibe und dann noch eine Scheibe Brot. Ja, das hast du hier. Obendrauf. Noch eine Scheibe drauf. Aber noch Salami in die Mitte. Weißt du, wie dick das wird? Da hat jemand dicke Brotscheiben offenbar geschmiert. Geschnitten. Habt ihr gesehen, mit Liebe ist der Senf drauf gemacht worden. Das drückt sich alleine breit. Aber noch eine Salamischeibe fehlt. Noch? Na, nicht so sparsam sein mit der Salamischeibe. Na, wenn das mal nicht gut aussieht. Bitte, ein Riesensandwich. Oh mein Gott. Nachdem wir uns gestärkt haben, fahren wir etwas weiter. Nicht weit von Hunedoara liegt Sibiu.
Sibiu ist ein kleines, mittelalterliches Städtchen, das man sich auf jeden Fall anschauen kann. Aber Achtung, es schaut zurück. In Sibiu wurde der Sohn von Vlad Dracula begraben, in dieser Kathedrale hier, vor der er auch ermordet wurde. Er hatte es dann also nicht mehr weit. Habt ihr das gerade bemerkt? Hier gibt es überall deutsche Beschriftungen. Und warum eigentlich heißt Hunedoara Eisenstadt und Sibiu Hermannstadt? Das klingt wie eine sehr schlechte Übersetzung. Die Wahrheit ist, diese Stadt hier wurde von deutschen Siedlern erbaut. Es gab hier erstmal ein Hermannsdorf und dann wurde es zur Hermannsstadt befördert. Hier ist das Zentrum der deutschen Minderheit in Rumänien. Es gibt hier sogar einen deutschen Bürgermeister. Die Deutschen, die sich nach Rumänien getraut haben, kamen hier schon vor 800 Jahren. Es waren Einwanderer, Ritter, die Siebenbürgen beschützten, aber auch wirtschaftlich voranbringen sollten. Sie wurden von dem ungarischen König hierher geschickt. Sie hatten hier viel Freiheit, durften sich selbst verwalten und mussten nur auf den König hören. Dank ihnen ist Siebenbürgen aufgeblüht. Man nennt diese Deutschen Siebenbürger Sachsen, obwohl sie mit echten Sachsen nicht unbedingt was zu tun hatten. Obwohl die meisten Deutschen inzwischen ausgewandert sind, leben in Siebenbürgen immer noch ziemlich viele von denen. Das ist die Lügenbrücke. Angeblich soll sie kollabieren, wenn jemand, der darauf steht, etwas Unwahres sagt. Wir haben uns getraut, es zu testen, aber es hat nicht funktioniert. Vielleicht deshalb, weil sie in Wirklichkeit Liegenbrücke heißt. Nur jemand hat es nicht so richtig verstanden und falsch ausgesprochen. Für nur 2 € sind wir auf den Rathausturm hochgeklettert. Was ein Glück! Endlich konnten wir wieder Treppen laufen. Je höher man steigt, desto wärmer und stickiger wird es. Kein Wunder, in dem Raum ganz oben sind alle Fenster geschlossen und man kann nur durch die Scheiben das Stadtpanorama sehen. Dieses ist aber wirklich schön.
Es regnet in Strömen. Wir beobachten hier, wie Jens, nachdem er einen Burger gegessen hat, das Wasser zapft aus dem Wasserhahn, um seine Hände zu waschen. Das ist nicht so, dass er jede Menge Wasser von oben bekommt, er braucht Leitungswasser. Von Sibiu fahren wir ein Stückchen nach Birtan. Dort gibt es eine sogenannte Wehrkirche, die wie eine kleine Burg aussieht. Die Kirche und das ganze Dorf befinden sich auf der Liste der UNESCO-Welterben. Und das zu Recht. Schon Birtan alleine ist sehenswert. Diese kleine Ortschaft hat mich von dem ersten Moment an bezaubert. Die bunten Häuser, die mittelalterliche Atmosphäre und die ländliche Ruhe verursachen, dass man sich hier länger aufhalten möchte. Aus der Kneipe an der Hauptstraße kam heimische Musik, die wohl in dem Dorf daneben noch zu hören war und die Atmosphäre dieses Ortes noch betonte. Die von den lutheranischen Siebenbürger Sachsen erbaute Kirche hat 3 Ebenen von 10 Meter hohen Mauern und war kaum möglich zu erobern. In Rumänien gibt es ca. 70 Wehrkirchen, aber diese ist angeblich am schönsten. Was interessant ist, diese Kirche musste nie jemanden besonders schützen, weil niemand versucht hat, sie zu stürmen. Aber man hat solche Kirchen nicht nur zur Verteidigung gebaut. Die Dörfer rivalisierten um die Staatsrechte und wer so ein Gebäude besaß, hatte viel größere Chancen darauf. In Birtan hatte man übrigens einen interessanten Weg, die Eheprobleme zu lösen. Wenn ein Paar nicht mehr miteinander leben wollte, hat der lokale Bischof sie für 6 Wochen in einem kleinen Gefängnis zusammen eingesperrt. Sie hatten in der Zelle alles einzeln, einen Stuhl, ein Bett mit einem Kissen und sogar einen Teller und einen Löffel. Es musste funktioniert haben, weil in 300 Jahren gab es hier nur eine Scheidung. Hier zeigen Kugeln, dass hier eine Straße führt. Ja, tut. Sowas in der Art. Das wolltest du eben. Ja, vielleicht, ja. Schon. Genau, und jetzt, wenn du einfach folgst dieser Straße, dann kommen wir bis ans Wald. Hauptsache, wir kommen auch wieder zurück. Aber, Kann ich nicht garantieren. und hoffentlich kein Gegenverkehr. Ja, ich wollte so ein bisschen Offroad. Das ist ganz schön krass hier, das Spurbremse, siehst du das? Mhm. Wenn du da nämlich jetzt ein flaches Auto hast und sitzt in der Mitte auf, dann brauchst du das. Heute haben wir es vor der Dämmerung geschafft. Und so sieht es aus. Wir haben auch Schafe diesmal, aber gegenüber
einem Fluss, das passt. Da ist so ein kleines Dorf und wir stehen hier ganz bequem von einer Seite zwar aufgedeckt, aber da ist nichts Besonderes, also hoffen wir, dass wir hier ungestört bleiben. Wir haben gerade versucht, hier hochzufahren, haben uns ein bisschen den Lack zerkratzt an diesen Ästen hier, an diesen. Es war schwierig und dann hat es sich gezeigt, dass der Weg hier gar nicht besser ist und wir hätten es hier auch nicht geschafft mit dem Auto. Da braucht man schon einen richtigen Geländewagen und sogar unser X7 wäre dazu nicht fähig. Wir brauchen ein anderes Auto. Mehr so ein Geländewagen. Hier ist ein bisschen innerlich zerstört, weil hier überall solche Schnecken sind. Hier ist einer, gleich daneben. Hier sitzt auch einer, gleich daneben, der nächste. Und so sieht eben hier überall aus. So ist es ein bisschen unglücklich und deswegen genau müsste er duschen, bevor es ganz dunkel wird. Solange man in der Spur läuft, in der wir vorher gefahren sind, tritt man zumindest nicht mehr in Nacktschnecken. Das war's. Wenn ihr wissen wollt, wie wir unter Lebensgefahr zu einem wunderschönen Wasserfall vordringen und welche vierbeinigen, pelzigen Freunde unseren Weg begleiten, dann bleibt dran. Dann schaut. Ich darf nicht sagen, dass ihr abonnieren sollt und ein Like geben. Ich werde böse angeschaut. Aber auf jeden Fall, dann schaut euch den nächsten Teil an. Tschüss, sagen Jens und Joanna.